Ja, wir sind jetzt hier eigentlich auf der Suche oder wir wollen uns heute Spots anschauen zu dem Lager 21 und sind dabei kurioserweise auf das Lager 23 gestoßen. Das Lager 23 war für Ostarbeiter, die in den Reichswerken Hermann Göring arbeiten mussten, Fremdarbeiter aus Polen und Ukraine beispielsweise. Man hat jetzt hier so eine kleine Nische geschaffen, wo dieses Lager gestanden hat. Und man hat jetzt hier zum Beispiel eine dieser Splitterschutzzellen ausgestellt, die meist an den Werksgeländen oder in diesen Lagern halt standen, speziell für das Wachpersonal, da die Lager halt häufig von Bombenangriffen, ja, also viele Bombenangriffe halt stattgefunden haben durch die Alliierten logischerweise, weil es ja ein riesiger Rüstungskonzern so gesehen gewesen ist. Und damit sich das Wachpersonal schützen konnte vor eventueller Splitterwirkung, hatten die Möglichkeit, dann hier halt reinzugehen in solche Splitterschutzzellen. Hier konnte man dann nur rausschauen und halt observieren, bis das ganze Bombardement vorbei ist. Und hier haben wir jetzt noch so ein Denkmal errichtet. Aber leider kann man hier nicht erkennen, wer das Relief oder das Denkmal erstellt hat, welcher Künstler. Und auch sind hier keine Intarsien oder Schriften zu sehen, die uns jetzt sagen, was es halt aussagt. Weil man hat jetzt hier eine weibliche und eine männliche Person überlappend, die aber auch jetzt nicht irgendwie schlecht dargestellt sind, also schlechte Gefühle nach außen hin zeigen, sondern ja, die sind einfach nur in Bewegung. Deshalb ist es schwierig, wenn man jetzt einfach nur hierher kommt, ja, jetzt das zu beurteilen, was es jetzt aussagen soll, weil hier ist halt auch kein Schild aufgestellt oder ähnliches. Das ist ein bisschen schwierig, aber das gehört, oder hier stand damals das Lager 23. Ja Leute, es wird jetzt immer dunkler. Wir sind jetzt weiter auf den Spuren des Lagers 23, was wir jetzt ganz spontan eigentlich entdeckt haben, weil wir, wie gesagt, auf den Spuren des Lagers 21 sind. Aber wie gesagt, die Rüstungswerke oder die Reichswerke Hermann Göring waren riesig. Und wir haben jetzt hier eine Luftschutzanlage gefunden, die 100%ig noch zum Lager 23 gehören muss. Weil das ganze Feld hier hinter mir ist alles Gelände gewesen, was zu dem Lager 23 gehört. Und wir gucken jetzt eben erstmal hier oben. Ich will hier trotzdem nicht so viel Licht gerade machen. Was wir hier oben sehen, ist alles noch ziemlich gut in Schuss. Wir haben hier scheinbar Belüftungsvorrichtungen, die ich so in der Form auch noch nicht gesehen habe. Mehrere hier. Das geht jetzt hier weiter. Ihr seht, hier fängt das ganze Ding an, wo wir hier drauf stehen. Ich habe auch schon mehrere Zugänge gesehen auf der anderen Seite. Gucken eben jetzt. Ja. Also das Personal, die Arbeiter konnten scheinbar von beiden Seiten hier in die Anlage reingehen. Und dann ist das hier so röhrenmäßig, kann ich das hier schon erkennen. Geht das jetzt hier gerade durch. Also wir bewegen uns praktisch jetzt auf dem Dach der Anlage. Also eine vollkommen betonierte Luftschutzanlage haben wir hier. Und das ist nicht nur ein Deckungsgraben, das ist ein bisschen mehr, so wie das hier aussieht. Da ist ein Eingang, auf der Seite ist auch ein Paralleleingang. Also wir gucken jetzt erstmal weiter auf dem Dach, weil da drin, wie gesagt, kann ich ohne Probleme gleich die Beleuchtung machen. Hier würde ich es jetzt gerade ungern machen, weil in der Nähe im Betriebsgelände ist, was jetzt nicht unbedingt, krass. Also guckt euch das mal an hier. Hier geht es weiter. Hier rum, da hinten ist Melanie. Ist natürlich auch wieder mit am Start. Und dann geht das hier hinten weiter. Also es gibt hier überall Zugänge. Und überall sind diese Betonröhren, die für die Belüftung gewesen sein müssen. Aber so wie die Anlage auch aussieht, konnten hier locker im Ernstfall einige hundert Mann oder 100 Personen
Unterschlupf finden. Aber ich habe diese Bauweise ehrlich gesagt so auch noch nie gesehen. Deshalb ist das sehr, sehr spannend für mich. Und es scheint auch so, dass diese Anlage weder gesprengt noch irgendwie ernsthaft Treffer abbekommen hat. Also das ist wirklich sehr schön. Also man sieht halt, dass die einfach nur mit Erde dann überdeckt wurde, damit man es halt hier nicht so sieht. Und wir haben hier echt überall die Zugänge. Also das ist wirklich eine riesige Anlage. Auch hier. Okay, dann gehen wir gleich rein. Weil hier sind überall Eingänge, ne Schatz? Überall. Und diese Betonröhren sind auch so faszinierend, ne? Und der ist noch richtig gut erhalten. Also hier ist gut hier an der Seite, aber das kann alles mal durch den Bauern passiert sein. Also die Anlage ist sehr, sehr groß. Und hier können wir, wie gesagt, auch sehen, wie das angelegt wurde. Das ist eine sehr interessante Bauweise. Und da ist der nächste Zugang. Hier ist der Zugang, würde ich sagen. Wir gehen mal hier rein. Ne? Mal gucken, wie es halt drin aussieht, weil ich jetzt nicht weiß, ob drin eventuell was zusammengefallen ist. Aber das müsste man eigentlich schon oberirdisch erkennen. Sehr, sehr spannend, weil das Krasse ist einfach, dass wir diese Anlage jetzt halt so spontan halt entdeckt haben. Ups, so. Oh. Na gut, das ist schon eher mehr wie Deckungsgraben, muss ich dann doch schon sagen. Weil direkte Bombentreffer, schwierig. Also sieht mir eher aus, als ob das so mehr den Deckungsgraben-Charakter hat, weil man sieht halt auch hier, der Beton ist in weniger guten Zustand, wie man es jetzt von diesen Bunkern halt gewohnt ist. Aber das muss auch gar nicht so bekannt sein hier, weil auf den ersten Blick sehe ich auch überhaupt gar keine Schmierereien. So, hier muss der Apport gewesen sein, also Toiletten. Sehr interessant. Hier sieht man auch schön noch die Verschalung, ne? Also die Rillen hier, die bei der Verschalung entstehen. Und hier dieses typische, ja, ums Eck, damit, ja, wenn es halt eine Detonation gegeben ist, damit der Druck hier auch nicht in das Objekt gelangt und hier praktisch von dieser Wand hier gebremst wird. Also ich sehe hier auch keine Schmierereien, ne? Das ist wirklich absolut ungewöhnlich. Das scheint der Notausstieg zu sein hier hinten. Ne, ja, das ist der Notausstieg. Zu beiden Seiten. Da könnt ihr mal sehen, der Baum, der da steht, komplett den Eingang zugewachsen. Also da seht ihr einfach mal, wie lange die Anlage hier schon existiert. Wahnsinn. Das ist auch merkwürdiger Klang hier. Also das sieht man auch, hier unten ist ja schon aufgebrochen. Das ist, ja, man sieht es auch hier, da ist nur eine ganz, ganz hauchdünne Betondecke hier verbaut. Ja, und dann geht es im Prinzip, man hat halt immer wieder diese Zwischenwände eingesetzt zu den zweiten Bereich oder zu den weiteren Bereichen. Wie anfangs jetzt schon gesagt, einfach, wenn es eine Detonation gab, dann konnte der Druck hier abgefedert werden. Ich gucke auch schon die ganze Zeit, ob ich eventuell ein paar Relikte sehe. Hier kommt jetzt so ein altes Fass. Eine alte Tonne. Aber es sieht mir auch trotzdem sehr alt aus. Es kann wirklich sein, dass die schon, seitdem es hier genutzt wurde, drin steht. Bänke oder sowas haben wir bisher noch nicht gesehen. Hier haben wir noch ein paar, ja, Moniereisen, die so ein bisschen rausschauen. Hier ist aber auch wieder so ein Abschnitt, wo man jetzt sagen könnte, hier wäre eine Toilette untergebracht gewesen. Ja.
Ja, und so geht es halt weiter, ne? Hier ist nochmal ein großes Fass, Metallfass. Hier ist aber jetzt auch die erste Schmiererei, aber ist auch schon älter. Auch hier wieder ein Baum, direkt im Eingang gewachsen. Ja, wie gesagt, wir sind ja eigentlich wegen dem Lager 21 hier und das Lager 23 hatten wir jetzt gar nicht so auf dem Schirm. Und ich gehe mal stark der Annahme, dass das identisch auch gebaut wurde. Zumindest was die Luftschutzanlagen anbelangt. Nur im Lager 21 sind sie gesprengt. Hier sind sie noch so gut wie zu 100% erhalten. Das ist das Interessante. Oh, das Fahrrad hier oder der Rest davon liegt hier aber auch schon ein bisschen länger. Die Frage ist halt nur, ob hier auch Bänke drin waren oder ob das schon nicht mehr reingekommen ist. Und hier wäre wieder Notausstieg. Ja, nicht schlecht. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass wir hier auf sowas treffen. So, Katrin hat uns jetzt hier noch eine weitere Stelle zu zeigen. Wir sind jetzt wieder unweit des Lagers 21. Und da wird sich jetzt noch mal ein bisschen herauskristallisieren, warum das jetzt hier ist. Das sieht ja hier auch schon aus wie so ein Schacht. Aber da geht es nicht rein, ne? Nein. Gucken wir mal. Andy, hast du die Taschenlampe jetzt mit? Ne, da ist es zu. Du hast noch eine Taschenlampe am Start, okay, weil ich habe sie jetzt gerade im Auto gelassen. Wir waren ja heute Morgen schon mal hier. Ja. Wenn das ja das erste Waldstück und das andere ist 10 Schritte da drüber. Mhm. Und dahinter liegt das Umspannwerk von früher. Ah, okay. Und das war wahrscheinlich, dass sie geschützt haben oder so. Mhm. Ich denke mal, weil die hohen Fundamente, dass das vielleicht eine Abwehr war. Mhm. Kann durchaus sein, ja. Auf jeden Fall wird ja die Splitterschutzzelle da vorne ja irgendwie da was begrenzt haben, ne? So wie es ja hier die ganze Zeit über ist. Ja, tatsächlich sind hier noch einige Fundamente. Hm. Ja. Und genau die gleichen Fundamente findest du im Jonastal auch, genauso aufgebaut. Mhm. Und hier standen drauf die Kompressoren. Also Jonastal, so war es ja geschrieben. Ja. Die sahen genauso aufgebaut, mit einem Drei-Kammern-System. Naja gut, die brauchten ja hier auch entsprechend Strom für die Anlagen, ne? Ja, genau. Und es kann schon durchaus sein, dass hier auch irgendwas stande. Es ist jetzt für uns leider immer so ein bisschen blöd jetzt nachzuvollziehen, weil wir jetzt zu dem Gelände ja keinerlei Pläne haben. Wir können also im Prinzip jetzt erstmal nur diese Bereiche hier aufnehmen, die Fundamente, die wir hier finden. Uah. Pass auf. Guck mal, auch hier, wo wir jetzt drauf sind. Das sieht ja auch komisch aus hier. Ja, das sieht, das sieht schon wieder so aus. Ich muss so ein bisschen die Lautstärke entschuldigen, weil hier ist nämlich genau jetzt eine Straße. Andy, das sieht auch schon wieder aus wie eine Anlage hier. Uah. Das muss abgegrenzt sein. Hier siehst du Ja, die Beton. genau. Ja. Also werden wir uns wieder innerhalb von so einer Art Lager oder Sicherheitsbereich befunden haben.
weil neben dem Fundament hier, könnt ihr hier erkennen, haben wir hier diese Zaunpfeiler aus Beton. Also die grenzen hier ganz klar ein Lager ab oder einen Sicherheitsbereich. Da geht es nämlich weiter. Also hier sollte auch keiner rein oder rauskommen, so einfach. Da ist hohl. Kann ja nur Luft runter rein. Ich glaube nicht, dass hier irgendwo... Dass Weil das du diese halbrunden Löcher hier hast, ne? Mhm. Wofür? Tja. Das sieht aus wie eher so eine Platte gewesen, oder? Dass hier eine Platte mal gewesen wäre. Ich glaube auch nicht, dass es hier reingegangen ist. Aber hier muss halt irgendwas gestanden haben. Was? Ist ja immer so die große Preisfrage. Und das hier sieht auch so komisch aus, Andy, wenn du hier mal hochgehst. Das geht so schlauchmäßig da hinten rein. Wenn du jetzt rechts weiter gehst. Ja. Also das ist auch komisch, oder? Ja. Hier können ja irgendwelche Stromerzeuger gestanden haben. Vielleicht auch. Dass das hier jetzt für das angrenzende Lager vielleicht so eine Art Umspannwerk oder ähnliches. Das kann man jetzt, wie gesagt, alles nur mutmaßen. Da dürfte jetzt nicht so viel drauf geben. Wir erkunden jetzt hier erstmal nur noch weiter das Gelände. Das können wir erst so richtig verifizieren, wenn man entsprechende Karten hat und klar sagen kann, was jetzt in dem einzelnen Bereich halt stande. Wir gucken halt immer nur so mit der Erfahrung, die wir bei anderen Locations gesammelt haben, um es ein bisschen einzuordnen, was es sein könnte. Aber das, wie gesagt, ist ziemlich ungenau jetzt. Aber wir wollen es euch jetzt natürlich in Summe zeigen. Und ich hänge jetzt. Ich muss erstmal eben die Kamera ausmachen. Scheiße. Ja, wir sind uns jetzt nicht ganz schlüssig. Andy hat jetzt erstmal so die Vermutung gehabt, dass das jetzt hier so ein Bombenkrater ist. Aber jetzt gehen ja hier überall solche Treppen runter. Hier war das jetzt auch hinter Andy. Treppen, die hier zu diesem Passeng führen. Entweder hat das jetzt hier was mit einer Trinkwasserversorgung zu tun, weil da gehen auch Treppen rein. Da auch, also von jeder Seite. Und oben drüber war ja dieses Fundament. Da könnte eventuell irgendwie eine Pumpe auch gestanden haben. Dass die entweder hier Wasser rausgeholt haben, weitergeleitet haben, dass das vielleicht auch was mit einer Kühlung zu tun hat. Aber hier werden ja jetzt keine großen Anlagen gestanden haben. Das ist einfach so ein Wasserauffangbecken irgendwie. Und mit dem Wasser haben sie halt was gemacht. Aber was genau? Wie gesagt, wir wissen jetzt nicht genau, weil wir nicht exakt jetzt in dem Lager 21 sind, sondern auch wieder ein bisschen daneben. Von daher wissen wir einfach nicht, was sie hier getrieben haben. Ne? So, und hier habt ihr jetzt nämlich die 4. heute insgesamt schon der Splitterschutzzellen. Also von daher hat der Andy schon recht. Hier gibt es noch deutlich mehr Splitterschutzzellen, wie es bisher so, sage ich mal, in den üblichen Videos dokumentiert ist. Also bedeutet das, wir haben jetzt hier hinten ja schon die Lagergrenze jetzt gehabt. Entweder ist das halt eine Erweiterung von dem Lager oder nochmal ja, ein angeschlossener Bereich, der eventuell hier was mit der Trinkwasserversorgung zu tun hat. Mit diesem Speicherreservoir könnte durchaus sein, weil es wurde ja auch Wasser gebraucht. Es musste ja irgendwie Wasser auch in das Lager gebracht werden. Und dass das nochmal in so ein separater Sicherheitsbereich halt gewesen ist, der hier auch entsprechend geschützt wurde. Also das Lager dann doch schon deutlich umfangreicher, wie es so in der regulären Literatur halt zu finden ist. Das ist schon erstaunlich, wenn man jetzt mal hier so durchgeht. Wir haben wie gesagt das Glück, dass das Bodengrün noch nicht so krass ist und wir noch viele Relikte halt erkennen können. Hier muss ja irgendwas drauf gestanden haben, was...
Tja, weitere Relikte und wir können es nicht so wirklich zuordnen. Könnte auch noch was mit einem älteren Umspannwerk zu tun haben. Aber ja, außer Sockel sehen wir halt nichts. So, und hier hinten wieder das gleiche, was wir eben bei dem Speicherbecken da hatten. Auch noch Fundamente. Und so geht das hier halt überall weiter, obwohl wir in dem eigentlichen Lager, was entsprechend dokumentiert ist, schon gar nicht mehr sind. Ja, jetzt haben wir hier ganz in der Nähe noch mal so einen Schacht gefunden. Ganz da unten liegen noch Reste vom Kabel. Und hier scheint es irgendwie Wasserzulauf noch gegeben zu haben. Und das geht auch alles dann in diese Richtung dahinter, Richtung dem Lager. Die geht von. Das war mal eine Stromtrasse. Ja, ich glaube auch. Ja, das würde jetzt naheliegend sein mit dem, was wir da hinten jetzt gesehen haben, ne? Dass das jetzt irgendwie dazugehört und den Strom im Prinzip Richtung, geht ja jetzt wieder Lager, ne? Richtung Lager. Dass die von hier hinten, praktisch wo wir gekommen sind, die ersten Fundamente gesehen haben, ist hier im Prinzip eine Stromtrasse jetzt gerade zu dem Lager gegangen. Deshalb sind hier alle paar Meter solche kleinen Hügel, wo eine Metallkonstruktion drauf stand, die schon abgeflext wurde, damit sie das Ganze dann halt auch mit Strom versorgen können. So, wir sind jetzt hier an eine weitere Anlage gefahren, die gar nicht so weit weg jetzt ist von dem ganzen Lagerbereich. Eine weitere Luftschutzanlage, ist sehr massiv. Man kann jetzt hier ein bisschen schon sehen, die Deckenstärke ist auch richtig krass, locker über 1 Meter, 1,50 vielleicht sogar. Schwer jetzt von hier oben aus einzuschätzen. Und wir bewegen uns hier im Prinzip schon hier oben auf so eine Art Schlauch. Man sieht hier alles, das ist schon wieder zusammengesprengt. Hier liegt auch ein massives Teil, wo sich genau jetzt die Eingänge befinden. Also Andy hat, glaube ich, ein paar Zugänge gespottet, also ehemalige, ne? Ja. Und wir gucken mal, ob wir da noch was sehen. Andy hat uns zwar jetzt nicht viel Hoffnung gemacht, dass wir jetzt hier irgendwie reinkommen, aber vielleicht hat Andy ja noch was übersehen. Hier ist auf jeden Fall noch mal für die Belüftung ein weiteres Loch. Aber das... Ja. Da oben, genau. Hier ist noch ein gemauerter Bereich. Das ist auch wieder für die Belüftung. Ja, so ähnlich wie die Luftschutzanlagen, die wir auf der anderen Seite hatten vom Lager 23. Nur ein bisschen anders gebaut. Die hatten auch sehr viele Lüftungsbereiche. Gerade da, das was hier so abgeschrägt ist an der Seite, waren eigentlich Zugänge hier. Müssen wir mal hier eben gucken. Da, wo das hier ein bisschen schräg wird. Kann schon sein, dass hier ein Zugangsbereich gewesen ist. Auf der Seite, das ist schon... Habt ihr da einen Zugang? Ja, von beiden Seiten nehme ich wieder, ja. Aha, ja. Das haben die versucht zu verplomben, ne? Das ist da so eine Betonplombe da oben. Hier, der Bereich. Das ist auch nachträglich reingegossen, oder? Das ist ja jetzt nichts Gesprengtes. Auch wieder richtig Müll drin. Ja, irgendwelche Tücher. Da liegt aber auch noch ein Metallteil. Ja, das ist so eine Betonplombe da, die sie davor gehauen haben. Also, da haben sie auch Tücher drüber gedeckt, um den Beton abzustopfen. Okay. Weil hier hängen auch noch Tücher drin. Du kommst hier unten runter rein
Und hier fängt der Hohlraum an. Also hätte man eine Chance, wenn man körperlich Sehr. entsprechend... Hier. Damit haben die den abgestopft, Aha, okay. dass der Beton nicht durchläuft. Ach so. Okay. Ja, sonst hätten sie Unmengen an Material da reinkippen müssen, ne? Okay. Aber als Schlangenmensch meinst du, würde man jetzt durchkommen? Bis da rein? Also Julian. Ja, wir brauchen den Julian für diese Aktion. Ja. Aber dann, Ist der dünn? Du siehst ja hier. ja, der würde da reinkommen. Oh, du kommst da nicht rein und dann kommst du nicht wieder raus. Das ist ziemlich tricky. Mhm. Okay. Auf jeden Fall geht es ja ums Eck. Ja, das ist aufgeschüttet. Alles wissen und dahinter ist ein Hohlraum. Okay. Das siehst du. Und man müsste sich übergeht die Blombe. Ja, da haben sie ja noch weiteren Schuttern an der Seite noch hingelegt. Das könnte zum Beispiel für ein Belüftungsrohr mit gewesen sein oder für ein Ofenrohr. Ja. Oder halt sich aufgraben, ne? Mhm. So, wir haben die Anlage jetzt einmal abgelaufen, also die zieht sich wirklich von hier vorn komplett durch bis da hinten hin, wo es auch wieder rausgeht zum Feld. Also das werden hier locker 200 Meter sein. Und ja, es ist halt eine Luftschutzanlage, so viel ist sicher, Werksschutz. Hier dahinter gibt es noch Werkstätten, da wird früher Ähnliches gewesen sein. Und deshalb hatte man unmittelbar zu diesen Werkstätten halt die Luftschutzanlagen gebaut. Und hier konnte man praktisch von beiden Seiten rein. Allerdings ist das jetzt nicht mehr der Fall, so dass wir euch hätten jetzt was zeigen können. Aber die Anlage ist schon sehr, sehr groß. Also ähnlich der Anlage, also noch ein bisschen größer wie die vom Lager 23, was wir euch gezeigt hatten. Waren jetzt nicht direkt vom Lager 23, sondern gehörten zu den Reichswerken Hermann Göring. Und ja, also das ganze Gebiet praktisch hier um Salzgitter Industrie ist im Prinzip durchsät von Bunkeranlagen, vornehmlich Luftschutzanlagen, also keine Kampfbunker, sondern Luftschutzanlagen für den Rüstungsbetrieb, damit das Personal sich zeitnah in Sicherheit bringen konnte, damit die Rüstung auch im Anschluss nach so einem Bombardement auch direkt weiterarbeiten konnte. Das ist eigentlich das Ziel gewesen und deshalb hat man hier so viele Anlagen in so geringen Abständen. Das ist schon wirklich erstaunlich, das hier zu sehen. Sehr interessant hier. Aber der war als Krankenhausbunker gekennzeichnet, ne? Kann natürlich sein, dass sie hier Material untergebracht haben oder halt für das Werk entsprechend ja halt Betten und so weiter, um hier notdürftig vielleicht Erstversorgung durchzuführen. Aber die ist komplett zu, hier kommen wir leider nicht rein. Da war noch irgendwann mal ein Schild dran, das sieht man jetzt nicht mehr. Aber hier könnt ihr es sehen, ne? Krass. Guckt euch das mal an. Und das gehört hier immer noch zur Rüstung, die Anlage. Dann haben sie hier noch Steine davor gelegt. Und das geht hier rein. Das ist ja richtig interessant. Die Anlage geht hier rein. Das heißt, wir hatten hier noch einen Schlauch und dann geht er hier noch in den Berg rein. Oben ist auch noch irgendwie ein Fundament.
Das wird natürlich jetzt wieder richtig spannend hier, ne? Da oben ist auch noch ein Fundament, Pascal, da, ne? Aber guck mal, das kann hier noch in den Berg reingehen, ne? Guck mal, da unten seht ihr die kleinen Schergen. Dann habt ihr jetzt hier wieder ein Gefühl für die Dimension. Hört mal an. Das ist doch auch schon wieder einfach nur eine Steinplatte, wie das aussieht, hier drauf gelegt. Oder? Vielleicht war das mal für die Abdeckung von einem der Zugänge. Ja. Hier sieht man ja jetzt den ganzen angehäuften Bereich und Pascal war ja hier schon mal gucken. Hier geht es auf jeden Fall rein. Auf jeden Fall nur als Info. Ja. Es geht weiter. Ja. Okay, Ich habe keine Ahnung, wo sie hin ist. okay, Auf jeden Fall hat sie noch Verbrennungsöfen gefunden. okay. Alter. Und so weiter. Da bist du. Pascal, wo warst du denn hier eigentlich vorhin? Ich sage es dir. Ich habe nur die. Aber Einmal mit Profis arbeiten. So, wir sind drin. So wie es aussieht, war das da hinten auch ein Notzugang, Notausstieg, besser gesagt. Und man sieht hier noch, hier waren auf jeden Fall irgendwelche Sachen dran. Das kann durchaus sein, dass hier Bänke fixiert waren. Ja, genau. Toiletten, ne? Guck mal, die Wände, die hatten sie halt auch gestrichen, ne? Hier schon. Da siehst du noch ein bisschen was von der Elektronik, die hier verbaut war. Schaltkästen. Starkstromkabel kam hier hoch. Und das muss der offizielle Zugang gewesen sein. Da und da. Mhm, ja. Ja, das sieht eher danach aus, ja. Mhm. Also noch parallel zu dem Krankenhausbunker noch eine Luftschutzanlage. Aber ansonsten entsprechend entkernt. Ja, Leute, so wie es aussieht, sind wir jetzt an einem anderen Abschnitt angekommen, wo dieser ominöse Krankenhausbunker noch weitergeht. Hier ist die Steilwand. Hier haben wir jetzt nochmal ein Schornstein-ähnliches Konstrukt, eine Abluftgeschichte da oben, wo wir vorhin schon einmal davor standen. Und hier geht der Bau nämlich weiter. Sehr, sehr interessant. Wie groß auch. Ja, ihr könnt das sehen, das ist hier wieder richtig Beton. Hier schauen schon die Moniereisen, dann hat man das nur mit Ziegeln verkleidet hier. Wahnsinn.